Servus Leute, willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Austria Arms Kanal. Wir sind heute mit dem Dr. Raul Wagner, dem bekannten österreichischen Rechtsexperten für das Thema Waffenrecht hier, weil wir ein ganz spezielles Video heute machen. Es geht nämlich um das Thema neues Waffengesetz. Und wenn ihr Waffenbesitzer seid oder vorhabt es zu werden, dann schaut euch das Video auf jeden Fall ganz bis zum Schluss an, weil gemeinsam mit dem Dr. Wagner klären wir die ganzen Fragen und Themen um das neue Waffenrecht ab. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast, Raul, und ich freue mich schon auf dieses Video heute mit dir. Gerne, vielen Dank für die Einladung. Vorab ein Disclaimer an alle Zuseher, das ist heute keine verbindliche Rechtsberatung, das ist eine Plauderei über das neue Waffengesetz. Wir unterhalten uns darum, was drinsteht, was wir glauben, was das für Folgen haben wird. Aber bitte sich nicht darauf verlassen, dass das alles hundertprozentig stimmt. Dieses Video ersetzt natürlich keine Rechtsberatung und alles, was ich hier sage, sage ich völlig unverbindlich. Absolut, man sieht den Juristen hier auf dem Kanal. Coole Sache auf jeden Fall, und das Thema Waffengesetz ist definitiv eine sehr, sehr polarisierende Thematik. Wir erleben es jeden Tag bei uns im Geschäft. Leute fragen, was ist, was passiert, was muss ich beachten? Und ich denke, für viele, die bereits eine WBK haben, gibt es ja ein paar Punkte, die zu beachten sind, aber auch vor allem für diejenigen, die noch keine WBK haben und sich andenken, sowas zuzulegen. Und da gibt es jetzt einige Sachen, die man definitiv beachten muss, und speziell auch gewisse Zeitpunkte und Fristen. Was wären das so für Sachen? Also es ändert sich sehr viel in sehr vielen Bereichen. Es ist eine umfassende Novellierung. Ein paar Dinge sind vernünftig, ein paar Dinge sind Aktionismus und nicht sachlich, da kommen wir auch noch dazu. Die wichtigsten Sachen zuerst: Es war ein unglaublicher Stress, mit dem das alles durch den Nationalrat gepusht worden ist. Die Interessensvertretungen hatten ganz wenig Zeit, Stellungnahmen abzugeben. Aber es ist noch nichts in Kraft und es ist noch nichts passiert, weil nur ein ganz kleiner Teil am 1. November erst in Kraft treten soll. Der kann aber auch erst in Kraft treten, wenn das im Bundesgesetzblatt veröffentlicht worden ist. Das ist aber auch noch nicht passiert. Das heißt, ein ganz kleiner Teil tritt am 1. November in Kraft und der große Brocken dann später, wissen wir auch noch nicht wann. Da wird der Bundesminister veröffentlichen müssen, wann die technischen Voraussetzungen dafür überhaupt geschaffen worden sind, im zentralen Waffenregister und so weiter. Und das wird erwartet für das erste Quartal, vielleicht das zweite 2026. Vielleicht auch später. Okay, also unterm Strich gesagt, es wurde in Windeseile beschlossen, aber umgesetzt wurde es bis dato noch nicht. Es ist so eine große Novelle schwierig. Man hätte es auch durchaus gründlicher bearbeiten und durch die Stellungnahmen gehen sollen. Dann wären einige Widersprüche, die wir noch aufzeigen können, heute vielleicht nicht drinnen. Wären vielleicht auch ein paar Sinnlosigkeiten nicht reingekommen, aber was soll's, es ist jetzt, wie es ist. Aber wir wissen noch nicht einmal, wann das in Kraft tritt, was jetzt schon beschlossen ist. Aber es ist ein im Nationalrat beschlossenes Gesetz. Der Zeitpunkt des Inkrafttretens ist noch nicht klar, und es ist nur klar, dass er gestaffelt ist. Am 1. November kommt relevant für die Zuseher nur die verlängerte Abkühlphase. Die heißt jetzt dann Wartefrist und dauert 4 Wochen. Und die hat man für jede erste Waffe einer Kategorie. Das heißt, auch wenn ich schon eine Waffenbesitzkarte habe und Waffen der Kategorie B, und dann kaufe ich mir jetzt meine erste Waffe der weniger gefährlichen Kategorie C, dann muss ich ab 1. November, wenn es bis dahin tatsächlich in Kraft tritt, wenn die Voraussetzungen geschaffen sind, auf die erste C-Waffe 4 Wochen warten. Die muss beim Gewerbetreibenden, im umgangssprachlichen Büchsenmacher, 4 Wochen verwahrt werden. Dafür muss ich ihm ein angemessenes Entgelt zahlen, und dann nach 4 Wochen darf ich den Repetierer haben, obwohl ich schon Pistolenlegal habe. Okay, und das gilt für alle? Alle Kategorien. Alle Kategorien und Besitzkarteninhaber und auch Nicht-Besitzkarteninhaber. Genau, aber nur für die erste Waffe einer Kategorie. Wäre ja sonst komplett sinnlos. Also wenn ich schon 2 Pistolen habe, warum soll ich auf die dritte 4 Wochen warten? Stimmt, Macht gar keinen Sinn. Nachdem es jetzt für alle Kategorien gilt und unabhängig von der Hierarchie, gilt es jetzt halt auch, wenn man schon B-Waffen hat und sich die erste C-Waffe kauft. Früher oder jetzt noch, bis zum Inkrafttreten ist ja ganz anders. Sobald ich ein waffenrechtliches Dokument habe, habe ich derzeit noch überhaupt keine Wartefrist. Die Wartefrist gab es nur für Leute, die kein Dokument haben, aber aufgrund des Alters C-Waffen kaufen dürfen. Gilt das auch für wesentliche Bestandteile wie Magazine, Waffen, lange Magazine, Halbautomaten natürlich, aber wenn ich jetzt sage, ich möchte mir ein Magazin kaufen, Kategorie A, obwohl ich die Waffe nicht dazu habe, müsste ich für dieses Magazin 4 Wochen warten?
Also das ist eine sehr gute Frage, weil die Magazine sind ja keine Schusswaffen, aber verbotene Waffen, also die langen Magazine. Ja. Und das ist eine Frage, die müsste ich mir noch anschauen, weiß ich jetzt auswendig nicht. Bei allem anderen tatsächlich schon, weil die in den neuen Bestimmungen des neuen Gesetzes als neue wesentliche Bestandteile erfassten Griffstücke und Schäfte zum Beispiel, die gelten als Schusswaffen. Okay. Also ein Schaft für ein Jagdgewehr gilt ab dem Inkrafttreten des zweiten Blocks des neuen Waffengesetzes als Schusswaffe. Und auch wenn ich mir einen neuen Schaft kaufe, das ist ein Griffstück. Ein Chassis. Ein Schaft. Wenn ich eine Blaser R8 habe und ich habe da mehrere Läufe und mehrere Schäfte, weil ich schieße einmal im Gebirge und einmal im Wald und das ist ein modulares System und ich habe jetzt diese Schäfte schon, da muss ich die zuerst einmal nachmelden binnen eines Jahres. Und ich habe auch, wenn ich mir die dann neu kaufen will, weil die jetzt ja Waffen sind, nach dem neuen Gesetz, wenn es dann in Kraft getreten sein wird, muss ich mir auch für den Schaft, habe ich die Wartefrist theoretisch, aber ja nur dann, weil es ja Kategorie C ist, wenn ich noch keine C-Waffe habe. Das ist also wieder theoretisch, weil ich kaufe mir keinen Schaft ohne Lauf. Also, aber wenn einer sich zuerst nur den Schaft kauft, dann hat er die Wartefrist. Das kann man auch dann so weit drehen, dass man sagen kann, gut, ich kaufe mir zuerst mal den Schaft, gebraucht, weil der kostet nichts. Dann habe ich mal die erste C-Waffe. Und dann kann ich mir, wenn die 4 Wochen für den gebrauchten Schaft vorbei sind, die nächste C-Waffe kaufen ohne Wartefrist. Da gibt es ganz viele Themen, die sich, glaube ich, in der kurzen Zeit niemand so wirklich überlegt hat. Deswegen wäre es wirklich klüger gewesen, sich da mehr Zeit zu nehmen. Auf jeden Fall, vor allem ein Schaft ist ja doch etwas, was man bis dato einfach so kaufen konnte. Und ein Schaft für ein Jagdgewehr ist auf jeden Fall mehr Schaft wie jetzt ein kleiner Hinterschaft für ein AR-15, wo ich dann halt vielleicht mehrere habe, weil ich die je nach Bewerb oder so umbauen möchte. Also solche Sachen werden damit auch meldepflichtig. Ja, wird ziemlich extrem. Ja. Ich meine, ich kann es nachvollziehen bei den Pistolengriffstücken, weil da gab es Pistolengriffstücke, die nicht gasdruckbelastet sind, die aber in Schweden mit handgeschnitzten Oberteilen zu Pistolen wurden und bei Verbrechen verwendet wurden. Da sehe ich völlig ein, dass diese Pistolengriffstücke wie Waffen erfasst werden sollen. Natürlich, ist jetzt auch vorgesehen. Nur jetzt sind alle Griffstücke für Schusswaffen Waffen. Und das ist natürlich auch der Schaft fürs Jagdgewehr. Und auch das Stück Holz. Ein Vordergriff für mein AR-15. Griffstücke. Griffstück. Wesentliche Bestandteile, Griffstücke und Ähnliches. Und die Ausnahme für Einsteckläufe ist auch weg. Also wir haben jetzt einen viel größeren Waffenbegriff, als es vorher der Fall war. Das ist, glaube ich, nur bei den Pistolengriffstücken sinnvoll. Und bei allem anderen macht es einen unglaublichen Verwaltungsaufwand. Absolut, definitiv. Also das ist dann auch die Frage, ob sowas dann Seriennummer geführt werden muss oder nicht. Ja. Und ja. Da werden die Verordnungen schreiben müssen, noch ziemlich schwitzen. Und das ist ja auch der Grund, warum es noch nicht in Kraft tritt, weil man einfach noch nicht weiß, wie gehe ich jetzt mit dem um. Ich muss ja das ZWR umschreiben, muss überlegen, was ist jetzt genau. Mir hat ein Mandant geschrieben, welche Teile vom AR-15 jetzt gasdruckbelastet sind, schematisch und nicht. Und was eben vorher schon Waffenteil war und jetzt vielleicht einer wird und keiner war, weil die Gasdruckbelastung ja wegfällt. Also es wird sehr, sehr kompliziert. Und man hat vielleicht in einigen Bereichen das Kind mit dem Bad ausgeschüttet und da wird man halt versuchen, jetzt wieder irgendwie das Wasser ins Bad reinzubringen, damit es nicht so ein Aufwand wird. Das werden wir sehen. Wir werden sehen. Also es ist auf jeden Fall spannend und da kommt noch einiges auf uns zu mit dem heutigen Tag. Also wir drehen dieses Video heute am 10.10. Ja, ist das der aktuelle 2025 ist das der aktuelle Jetzt-Stand. Wie sich das dann tatsächlich noch auswirken wird, das werden wir noch sehen, aber es ist auf jeden Fall nicht sehr rosig. Ja, und einiges ist einfach nicht logisch nachvollziehbar. Ja. Ein weiterer Punkt, der immer wieder aufkommt, ist das Thema rückwirkend. Da höre ich auch immer wieder bei uns im Geschäft, rückwirkend soll etwas verboten werden, unter Anführungszeichen, oder du musst gewisse Dinge erfüllen, um das zu besitzen etc. Was kannst du uns zu diesem ganzen Begriff rückwirkend sagen? Was ist damit gemeint? Es gibt rückwirkende Bestimmungen im neuen Waffengesetz, die verfassungsrechtlich bedenklich sind. Ich halte sie für verfassungswidrig. Wir haben eine Verfassung, die ausdrücklich das Eigentum und die Rechte schützt. Wir sind ein sehr hochentwickelter Rechtsstaat und ich darf nicht in wohlerworbene Rechte eingreifen und niemandem was wegnehmen, was er rechtmäßig besessen hat. Und hier gibt es einige Bestimmungen, die wirklich äußerst bedenklich sind. Die eine ist zum Beispiel, dass wenn ich einen Waffenpass oder eine Waffenbesitzkarte
ab dem 1. Juni 2025 beantragt habe, also lange bevor jemand daran gedacht hat, diese Novelle überhaupt zu machen, dann muss ich binnen 5 Jahren ein zweites psychologisches Gutachten nachbringen, sonst verliere ich meine Berechtigung wieder. Und das ist ein Eingriff in wohlerworbene Rechte, wo man den Leuten was wegnimmt, was sie mit allen Voraussetzungen des Gesetzes damals erworben haben. Und das ist nicht zu rechtfertigen, das ist das eine. Aber es steht dann im Gesetz drinnen. Schauen wir, ob jemand damit zum Verfassungsgerichtshof geht und ob der Verfassungsgerichtshof das dann aufhebt. Werden wir sehen. Das nächste ist zum Beispiel, wenn jemand Waffen der Kategorie C am Zeitpunkt des Inkrafttretens des Gesetzes, also des großen Pakets, wo wir noch nicht wissen, wann das ist, also irgendwann Q1, Q2, 26, weniger lang als 2 Jahre hat, dann muss er eine Waffenbesitzkarte für die Kategorie C beantragen, unter anderem auch das psychologische Gutachten einholen. Sonst verliert er die Berechtigung. Das heißt, er hat sich ganz legal nach geltendem Waffengesetz Waffen der Kategorie C gekauft für den Skisport oder sonst was, ist völlig unauffällig und der muss jetzt dann sich dem neuen Regime unterwerfen und die Verlässlichkeitsüberprüfung machen und also diese Waffenbesitzkarte Kategorie C samt psychologischem Gutachten, aber nur dann, wenn er erst seit maximal 2 Jahren C-Waffen hat. Wenn er seit 2 Jahren und 3 Monaten hat, dann nicht. Also die Rückwirkung an sich ist, glaube ich, verfassungswidrig, ist völlig willkürlich. Und dann gibt es auch niemanden, der mir erklären kann, warum da jetzt 2 Jahre ausschlaggebend sind. Weil in allen anderen waffenrechtlichen Bestimmungen muss man, wenn man irgendwas ändern will und beobachtet wird, hat man einen Beobachtungszeitraum von 5 Jahren, da sind es jetzt 2. Wer eine Jagdkarte hat, ist völlig ausgenommen. Also das kann man alles nicht so synchronisieren, dass man sagen kann, okay, da gibt es jetzt eine durchgezogene, vernünftige Linie und einen Standard, sondern da wird halt, da sind es 2 Jahre, dann ist es dort der 1. Juni und ich kann nur hoffen, dass jemand das zum Verfassungsgerichtshof bringt und dass der Verfassungsgerichtshof sich das anschaut und sagt, Freunde, alles was recht ist, aber so kann man es nicht regeln. Ja, okay, also das ist zum Thema rückwirkend, einfach rückwirkend eine WBK machen zu müssen für etwas, was man schon eigentlich rechtens besitzen darf. Ja, und ich muss natürlich für alle, es gibt eine große Änderung bei den wesentlichen Bestandteilen von Schusswaffen, haben wir das schon gehört. Also die Griffstücke und auch die Schäfte von Gewehren werden als alles Waffen gleich behandelt. Also ein Schaft eines Jagdgewehrs, auch wenn es nur ein Stück Holz ist, gilt dann als Waffe. Und da muss ich auch melden, dass ich den habe, wenn ich den schon gehabt habe, als es in Kraft getreten ist. Und muss dann auch, je nachdem, wie lange ich schon habe und ob ich vielleicht eine Jagdkarte habe oder nicht und. Also extrem kompliziert. Ich glaube, wenn wir das hier heute runterdeklinieren, dann werden alle, da steigen alle aus, da müssen wir auch noch immer nachschauen. Aber da muss ich nachmelden und auch dann Bewilligungen beantragen. Und wenn ich da innerhalb von 2 Jahren das erst seit 2 Jahren habe und keine Bewilligung beantrage, dann verliere ich das Recht. Obwohl ich es rechtens gekauft habe. Es war alles in Ordnung. Ich habe das gekauft, mich ans Waffengesetz gehalten, alles richtig gemacht. Aber es war in einem gewissen Zeitpunkt vor dem Inkrafttreten der Novelle und dann soll ich die Rechte verlieren. Und das muss man mal einer vortanzen, wie das verfassungskonform sein kann. Also das bleibt spannend. Ja. Was ist jetzt denn grundsätzlich zu beachten für jemanden, der bereits ein bestehender Waffenbesitzer ist, laut dieser neuen Gesetzesauslegung? Was sind da Veränderungen, die einen Waffenbesitzer konkret jetzt betreffen können? Also angenommen, wir beide haben Waffen, wir sind Waffenbesitzkarteninhaber. Was gibt es für mich Wichtiges zu beachten mit der Gesetzesänderung? Das ist eine so allgemeine Frage bei so einer großen Novelle, dass das schwer ist, das auf den Punkt zu beantworten. Aber ich werde es einmal versuchen. Also wenn man waffenrechtliche Bewilligungen schon hat, Jagdkarte, Waffenbesitzkarte, Waffenpass und das schon länger als 2 Jahre, dann ändert sich ja mal nichts. Ja, das ist einmal gut. Ja? Ja. Wenn ich Waffen oder Waffenbestandteile legal erworben habe, Waffenbestandteile, die eben auch jetzt erst dann wie Waffen behandelt werden, und ich habe die länger als 2 Jahre schon, dann muss ich sie nur melden, aber sonst ändert sich nichts. Ich kriege dann eine Ausnahmegenehmigung. Ja? Wenn ich es innerhalb von 2 Jahren erworben habe, vor dem Stichtag, dann muss ich auch neue Bewilligungen beantragen. Okay. Viel einfacher kann ich es nicht zusammenfassen. Okay, also es gibt für all jene, die schon länger als 2 Jahre Waffen
Besitzkarteninhaber sind einfach eigentlich kaum eine große Änderung, abgesehen von der Meldepflicht für wesentliche Bestandteile. Genau, also die Grundregel ist, habe ich Waffen oder Dokumente schon länger als 2 Jahre, dann habe ich nur dann, wenn das Waffenteile sind, die erst jetzt als Waffen gelten, eine Nachmeldungspflicht und kriege eine Ausnahmegenehmigung, wie es damals mit den langen Magazinen war. Also da tut sich fast nichts, ich muss nur was melden und kriege die Bewilligung. Habe ich es kürzer als 2 Jahre, dann kann es sein, dass ich neue Anträge stellen muss und neue Dokumente beantragen muss. Und habe ich Waffenbesitzkarte oder Waffenpass erst ab dem 1. Juni 2025 beantragt, dann falle ich zum großen Teil damit schon ins neue Regime rein, obwohl das noch gar nicht gilt. Okay. Was eben recht klar verfassungswidrig ist. Kategorie C-Waffen sind ja jetzt nach diesem neuen Gesetz auch WBK-pflichtig. Brauchen diese dann noch einen Platz auf der WBK? Nein, das ist eine WBK-Light, kann man sagen, für Kategorie C. Der große Unterschied ist jetzt, dass man 21 Jahre alt sein muss und dafür auch den Psychotest braucht. Aber eine Platzregelung für Kategorie C gibt es nach wie vor nicht. Gibt's nicht? Nein. Okay. Es gibt auch Ausnahmen für das Alter. Da hat der Milizverband hat ganze Arbeit geleistet, da habe ich auch ein bisschen unterstützen dürfen. Die Berufssoldaten und Milizoffiziere und Milizunteroffiziere, die sich wirklich für unser Land einsetzen und ihr Leben riskieren, um uns zu schützen und perfekt ausgebildet und ausgewählt sind und geprüft, psychogetestet, die durchlaufen alle möglichen perfekten Tests. Die haben als Alterslimit 18 für Kategorie B und C. Das ist auch gut so, weil die wollen ja auch alle Sport schießen und trainieren und die müssen ja schauen, dass sie mit den Dienstwaffen fit sind und bitte denen darf man nicht die Möglichkeit nehmen, dass sie nicht mit dem, was sie im Dienst haben, mit dem sie uns schützen sollen, nicht privat trainieren können. Gibt es für andere Berufsgruppen oder Tätigkeiten auch Ausnahme? Es gibt eine Regelung, dass die Altersgrenzen auf 18 herabgesetzt werden können für Leute mit beruflichen Bedarf. Das zielt sicherlich ab auf die von vornherein den Bedarf für einen Waffenpass haben. Das ist die uniformierte Polizei, wie wir sie kennen, die Justizwache und die Militärpolizei, NONA. Ja? Und andere, da gibt es dann noch die Berufsjäger, Lehrlinge, die auch früher das machen können. Das passt auch. Bei den Jägern gibt es eine Verschlechterung, obwohl es geheißen hat, naja, bei der Jagd gibt es keine Verschlechterungen, ist alles ausgenommen, weil die so gut ausgebildet sind. Da hätte man ein bisschen gründlicher zuhören müssen. Die Jäger hatten bis jetzt das Recht auf eine Waffenbesitzkarte für Kategorie B ab 21. Jetzt ist ja das Alter angehoben worden für B generell auf 25. Und die Jäger kriegen jetzt die Waffenbesitzkarte nach dem Gesetz für B ab 21 nur nach dem Ermessen der Behörde. Also es ist kein Recht mehr, sagen, ich will, stelle einen Antrag, ich muss es kriegen, sondern ich muss mit der Behörde diskutieren und die Behörde überzeugen. Und steht wörtlich im Gesetz drinnen, dass der Jäger zwischen 21 und 25 nachweisen muss, dass er diese Waffe Kategorie B für die Jagdausübung auch tatsächlich benötigt. Und wer die österreichischen Waffenbehörden kennt, der weiß, dass es da einige sehr vernünftige gibt, aber sehr viele, mit denen man einfach nicht reden kann, wo man wirklich immer zum Gericht gehen muss und erst vom Verwaltungsgericht ein Recht bekommt. Und da werden die Jäger noch große Augen machen. Okay. Also eine B-Waffe für den Fangschuss muss dann begründet werden? Muss begründet werden im Einzelnen und es ist eigentlich völlig absurd, weil in der letzten Novelle hat man es ja gerade vereinfacht und hat gesagt, ab 21 gibt es die WBK sowieso und der Jäger kann bei der tatsächlichen Jagdausübung mit der gültigen Jagdkarte und der Waffenbesitzkarte B-Waffen führen, unter anderem wegen des Fangschusses, was extrem wichtig ist, weil wenn die Jäger jetzt wieder anfangen müssen mit den Langwaffen, mit den Büchsen, mit 5000 Joule am Straßenrand ein Wildschwein zu erlösen, dann haben wir eine unglaubliche Gefährdung durch Splitter für die ganze Umgebung, weil diese Jagdbüchsen durchschlagen natürlich alles Wild, was wir haben, schlagen dann am Straßenbankett auf, dann gibt es Splitter und dann gibt es wieder Verletzungen und zum Teil auch Tote. Bei der B-Waffe ist meistens eine Pistole oder ein Revolver, die nur 15% in der Regel der Energie einer normalen Jagdbüchse haben, habe ich diese Umgebungsgefährdung nicht. Das ist ein Sicherheitsplus gewesen, dass das eingeführt worden ist, dass Jägerinnen und Jäger B-Waffen führen dürfen ab 21 bei der Jagdausübung.
Und das ist jetzt wieder zum Diskussionsgegenstand geworden. Jetzt muss wieder jeder Jäger und jede Jägerin mit seiner Waffenbehörde darüber diskutieren, ob er das wirklich braucht. Und wenn die Diskussion verloren geht, wird es gefährlich, weil die Fangschüsse müssen aus Tierschutzgründen gemacht werden. Und wenn ich da mit Kanonen auf Spatzen schießen muss, dann gibt es Risiken. Nachdem ja jetzt die Kategorie C-Waffen WBK-pflichtig sind, werden diese auch im Zuge von den Waffenüberprüfungen durch die Polizei ebenfalls kontrolliert wie eine B-Waffe. Ist das richtig? Nein, das hängt davon ab. Hängt davon ab. Hängt davon ab. Ja, wenn ich die C-Waffen schon länger als 2 Jahre habe, brauche ich keine WBK für C, darf ich es einfach weiter behalten. Wenn ich eine Jagdkarte habe und auf dieser Grundlage meine C-Waffen habe, brauche ich auch keine Waffenbesitzkarte beantragen für die C-Waffen. Und es werden nur Waffenbesitzkarteninhaber regelmäßig kontrolliert. Das heißt, wer schon lange C-Waffen hat, wird auch in Zukunft nicht regelmäßig kontrolliert. Die Polizei kommt nicht und schaut nach wie beim B-Waffenbesitzer, wo sind die und wie geht's dir. Und wenn ich die Jagdkarte habe, auch nicht. Wenn ich aber eine Jagdkarte habe und eine Waffenbesitzkarte, dann schon. Okay. Also es hängt davon ab, ob ich eine Waffenbesitzkarte habe. Wenn ich eine Waffenbesitzkarte habe, werde ich auch alle 5 Jahre kontrolliert. Aber nicht jeder, der C-Waffen hat, braucht in Zukunft eine Waffenbesitzkarte, weil die Jagdkarte davon eine Ausnahme ist und auch ein Altbesitz an C. Okay, verstehe. Und was würde jetzt theoretisch passieren, wenn ich keine Waffenbesitzkarte für eine C-Waffe innerhalb dieser 2 Jahresfrist löse? Dann habe ich nach ablaufender Frist 2 Wochen Zeit, die Waffen jemandem zu geben, der berechtigt ist. Also ich kann sie verkaufen an einen anderen oder beim Händler verkaufen oder ich muss sie der Behörde abgeben. Okay, also diese 2 Jahre, die jetzt Frist sind, die sind dafür da, dass man eben diese WBK löst, sofern das eben notwendig ist, weil es halt auch diese Ausnahmen gibt. Und ansonsten sind die Waffen einfach dem anderen zu überlassen. Und da kommt das Verfassungsrecht auch rein und der Eigentumsschutz, weil das betrifft ja Leute, die die Waffen legal erworben haben, aber halt 2 Jahre vor dem Stichtag. Und die werden hier, wenn sie nicht etwas anderes beantragen, enteignet. Die dürfen das nicht mehr haben. Wer es 2,5 Jahre vorher schon hatte, der nicht. Und das ist das Problem mit den Rückwirkungen. Rückwirkungen sind ganz selten begründbar und in der Regel verfassungswidrig. Ja. Ist sicher interessant zu sehen, ab wann ein früherer Besitz überhaupt ein Besitz war. Also angenommen, ich habe vor 5 Jahren eine C-Waffe gehabt, habe dann die Waffe vielleicht verkauft oder beim anderen überschrieben, habe dann innerhalb der letzten 2 Jahre keine C-Waffe gehabt. Ja. Habe ich dann vorher schon eine besessen, weil ich ja vor 5 Jahren schon eine hatte? Oder das ist eine der vielen spannenden Fragen, die die Verwaltungsbehörden und Verwaltungsgerichte in den nächsten Jahren mit diesem wunderbaren Gesetz sehr intensiv beschäftigen werden. Okay, also man könnte auch sagen, das ist ein Gesetz für Anwälte, weil da werden sicher viele Leute viel zu tun haben damit, aber ob das in der Form klug ist und vor allem, was bringt es denn überhaupt? Ja, das ist ja die spannende Frage. Was bringt es denn? Es ging ja um die Anlasstat von Graz. Und dieser Massenmord ist nur deswegen ermöglicht worden, weil 2008 der Datenaustausch zwischen Verteidigungsministerium, Datenerstellungskommission und Waffenbehörden abgeschnitten wurde vom Gesetzgeber. Der wurde abgeschafft. Bis dahin hätte dieser Täter mit diesem Ergebnisverstellungskommission ein Waffenverbot gehabt. Jetzt haben wir für die Waffen, die er dort verwendet hat, eine war eine Waffe der Kategorie C, die hat er abgesägt, damit wurde sie zur Kategorie A. Aber wenn man sagt, wir wollen unbedingt verhindern, dass sowas passiert, dann hätte man sich diesen Datenaustausch genau anschauen müssen und anschauen müssen, ob der zweite Fehler, der passiert ist, wahrscheinlich dieser Psychotest dort, ob der ordentlich gemacht wurde. Weil da gibt es Gerüchte, dass bei diesem Psychotest kein mündliches Anamnesegespräch nachher stattgefunden hat. Steht auch nicht als Verpflichtung in der Verordnung drinnen, aber alle ordentlichen Psychologen sagen, bei diesen Tests in der aktuellen Verordnung muss man natürlich, wenn man es lege artis, also nach den Regeln der Kunst, durchführt, danach auch das Einzelanamnesegespräch durchführen. Und das hat es da angeblich nicht gegeben. Und diese beiden Dinge hätte man angehen müssen. Der Datenaustausch ist erledigt. Das tritt sogar sehr schnell in Kraft. Halleluja, sind wir alle sehr, sehr glücklich. Und bei den Psychotests muss man diese eine Frage klären. Alles andere verhindert nichts. Weil wenn ich jetzt sage, erst ab 25, was ist, wenn dann einer mit 26 ein Verbrechen begeht? Die Leute, die in die Twin Towers geflogen sind mit den Boeing 767, die waren, glaube ich, Mitte 30. Also diese Grenzen sind dann irgendwann willkürlich und machen extrem viel Aufwand, aber das große Sicherheitsplus ist nicht zu erkennen.
Bei den Altersgrenzen ist noch eines wichtig. Ja? Man muss das in Relation setzen zu den Tests. Wir reden hier von Altersgrenzen, die extrem hinaufgesetzt wurden für ordnungsgemäß psychogetestete Menschen. Solche ordnungsgemäß psychogetesteten Menschen sind bei der Polizei, bei der Vega, bei der Cobra, beim Bundesheer, Jagdkommando, Militärpolizei, Justizwache, wo auch immer, fliegen Eurofighter und Airbus und sind unter 25. Aber ein auch gut psychogetesteter, nachgewiesenermaßen verlässlicher Mensch soll erst mit 25 B-Waffen haben sollen. Und da fehlt jedwede Logik. Das gibt es in keinem anderen Land der Welt. Entweder ich bin verlässlich und getestet und ich schaue mir die Leute ganz genau an, was ganz, ganz wichtig ist. Niemand will, dass verrückte Leute Waffen haben. Da sind wir uns alle ganz einig. Aber diese Grenzen sind zum Teil einfach völlig willkürlich. Vor allem, wenn ich wirkliche gute Tests vorschreibe. Und dass die österreichischen Psychotests an sich nicht funktionieren, wenn man sie richtig macht, hat niemand behauptet. Das ist nämlich auch so, die funktionieren. Die Frage ist, was in diesem einen Fall passiert ist. Der Psychotest beim Bundesheer hat ja funktioniert, der ist ja als psychisch untauglich ausgeschieden und dann hat man die Information nicht weitergegeben. Und beim zweiten Psychotest würde ich sehr gerne wissen, wie der wirklich gemacht wurde. So, wir haben jetzt dieses Alter mit 25 mehrmals eben auch schon erwähnt und es gibt jetzt auch Leute, die noch keine WWK besessen haben in ihrem Leben und jetzt mit diesem neuen Gesetz ab 25 ihre erste Waffenbesitzkarte lösen können, ohne eben vorher irgendwelche Ausnahmen gehabt zu haben. Was gibt es hier zu beachten? Also grundsätzlich werden jetzt die ersten Waffenbesitzkarten und Waffenpässe, die man neu ausstellt, befristet. Ja. Die gelten nur mehr 5 Jahre. Deswegen ganz, ganz heißer Tipp für alle Zuschauer, sobald ich den habe, sofort neu beantragen. Damit ich nicht irgendwann vergesse, den zu beantragen oder zu spät beantragt habe. Wenn ich zu spät beantragt habe, ist der nämlich wieder weg. Und beim zweiten Mal, also beim zweiten Antrag, muss ich wieder das psychologische Gutachten machen, wieder den Test machen. Und dann wird es, wenn das alles gut geht, unbefristet. Was aber neu ist, man hat ja das Recht, das war auch als Verwaltungsvereinfachung gedacht, ich glaube 2017 hat man das eingeführt, dass man, wenn man 5 Jahre braver Waffenbesitzer Kategorie B war, dass man dann ohne weitere Begründung auf 5 Plätze erweitern kann. Weil die Sportschützen, die Jäger, die Sammler, jeder will dann ein bisschen mehr haben. Ja. Und der Gesetzgeber hat damals auch in die Erläuterungen reingeschrieben, wenn einer verlässlich ist, ist er nicht deswegen gefährlicher, weil in seinem ordentlichen Safe 5 Waffen statt 2 drin sind. Also hat man gesagt, nach 5 Jahren, wenn du brav warst, darfst du ohne Grund erweitern auf maximal 5. Mehr erweitern gibt es dann nur für Sportschützen, Jäger, Sammler und so weiter. Das ist jetzt beibehalten worden, aber diese 5-jährige Frist zum Bravbleiben beginnt jetzt erst nach der 5-jährigen Frist der befristeten Waffenbesitzkarte. Das heißt, wenn jetzt einer keine Ausnahmen hat, kein Polizist, kein Jäger, kein qualifizierter Sportschütze ist und erst mit 25 die erste WPK hat, dann hat er die 5 Jahre bis zum zweiten Antrag auf WPK, den er bitte am besten sofort stellt, zum zweiten Psychotest und dann beginnen die 5 Jahre, die er brav sein muss, damit er erweitern kann ohne besonderen Grund und dann kann er mit 35 5 B-Waffen haben. Das heißt, er hat jetzt zuerst einmal 5 Jahre Probezeit, quasi wie bei einem Führerschein vergleichbar. Und dann 5 Jahre Probezeit. Ja. Genau, also 10 Jahre Probezeit. Bis er ohne eine andere Ausnahme erweitern kann. Wobei der Gesetzgeber ja beim letzten Waffengesetz bei der Novelle gesagt hat, wenn einer verlässlich ist und 5 Jahre brav war, dann ist es klar, dass er nicht gefährlicher wird, wenn er 3 Waffen mehr hat. Ja. Und das gilt ja heute noch. Aber das Gesetz macht da in dem Punkt keinen Sinn mehr. Aber ein weiterer psychologischer Test nach bereits unbefristeter WWK ist dann nicht mehr notwendig. Nein, ist nur mehr vorgesehen und das ist jetzt auch schon so, wenn es Anhaltspunkte dafür gibt, dass der nicht verlässlich ist. Okay. Und das ist auch gut so. Ich meine, es gibt ja Leute, die auffällig werden oder da passiert was, man wird angezeigt, beschuldigt, was auch immer und da ist ein bisschen ein Substrat dabei, dann kann es eine Anordnung eines neuen Psychotests geben. Das bedeutet jetzt für den normalen WBK-Inhaber gibt es, ohne jetzt ein Sportschütze zu sein, ohne jetzt ein Jäger zu sein, ohne ein Sammler zu sein, keine Möglichkeit, die WBK früher zu erweitern als in 10 Jahren. Ja. Dann komme ich zum nächsten Punkt. Nach neuem Gesetz gibt es jetzt Definitionen, wann man ein Sportschütze ist.
und Ja. wann man ein Sammler ist. Was kann man Ja, dazu also sagen? der Sammler, fangen wir mit dem Einfachen an, der ist nicht definiert. Da gibt es nur Rechtsprechung des Verwaltungsgerichtshofs, der sagt, es muss einen kulturellen, historischen Wert haben. Ja? Ja. In der Praxis ist es so, die ersten paar Waffen bei einer Sammlung, die einigermaßen einer Sammlung ausschauen, gehen auch ohne Gutachter. Und wenn es dann mehr wird, muss man sich einen Gutachter holen, der einem sich das anschaut und sagt, hat es einen kulturhistorischen Sammlerwert. Aber ich glaube, die Sammler sind an sich eher eine Randgruppe. Ja. Bei den Sportschützen gibt es zwei Typen. Es gibt den Skisport-Ausübenden und den qualifizierten Sportschützen nach 11b. Der Skisport-Ausübende ist einfach nur Mitglied in einem Skisportverein, geht halt gerne ein bisschen schießen und der kann auf maximal 10 Waffen erhöhen. Der qualifizierte 11b-Sportschütze, der mindestens 3 Wettkämpfe im Jahr schießt, mindestens jeden Monat trainieren geht, muss jetzt nicht jeder Monat sein, aber 12 Mal im Jahr trainieren geht nachweislich, der kann früher erweitern und der kann auch über mehr erweitern als 10 Plätze. Wir haben einige in Österreich, die da sehr viele Sportwaffen haben. Das sind unter anderem auch Weltmeister, die wir gerade wieder haben. Es war jetzt 2025 im dynamischen Pistolenschießen die Weltmeisterschaft in Südafrika. Und dann haben wir mehrere Weltmeister wieder aus Österreich. Und es ist völlig klar, dass die nicht mit 1, 2 Waffen auskommen, weil die brauchen Trainingswaffen, die brauchen Wettkampfwaffen, die schießen in mehreren Kategorien. Und solche Leute können sehr weit erweitern. Dafür gibt es dann eben die Ausnahmen. Ja. Gibt es für Jäger an sich ja auch noch Ausnahmen? Beim Erweitern ja, aber nur bis 10 Stück. Und ich muss halt jetzt als Jäger bei jeder B-Waffe, wenn ich nicht 25 bin, der Behörde erklären, nachweisen, warum ich diese Waffe für die Ausübung der Jagd brauche. Das war vorher anders. Okay. Also angenommen, man ist jetzt ein Sportschütze laut Gesetz, man macht das professionell auf einem sehr hohen Level und ist aber trotzdem noch innerhalb dieser 5 Jahre Probefrist. Gibt es dann die Möglichkeit, innerhalb dieser 5 Jahre zu erweitern, wenn man schon sehr, sehr professionell schießt? Gibt's, ja. Also da gibt es Ausnahmen. Kann ich auch schon mit 21 Kategorie B haben. Okay, also für den professionell ausübenden Sportschützen gibt es... Wobei sich natürlich die Frage stellt, wie kann ich 3 Wettkämpfe im Jahr schießen und jeden Monat trainieren, um nachzuweisen, dass ich 11b-Sportschütze bin, wenn ich keine WBK habe. Ja. Dann muss ich mir halt am Schießstand mit irgendwelchen Leihwaffen helfen, um auf diesen Level zu kommen. Aber das ist auch irgendwie eine gewisse Unlogik. Dann kommen wir jetzt zu dem Punkt Erwerb und Überlassung. Da gibt es auch einige wichtige Themen, die wir hier abdecken werden. Was gibt es denn hier grundsätzlich zu beachten? Also da wird einem gelernten Juristen zum Teil schwindelig, was da jetzt im Gesetz steht. Es war bis jetzt schon so, dass im Waffenrecht Innehabung und Besitz gleichgestellt sind. Das ist okay. Innehabung heißt nur, ich habe es in der Hand oder in meiner Reichweite. Ich habe jetzt diesen Kuli inne, weil er meine Reichweite ist und Innehabung. Ja. Besitz heißt, ich möchte den behalten. Ich will, dass der meiner ist, dann bin ich der Besitzer. Das hat man im Waffengesetz nie als Anforderung gesehen, weil natürlich ein Krimineller, der 10 Minuten vor dem Auftragsmord die Waffe kriegt und sie 10 Minuten nachher wieder wegschmeißt, der will die Waffe nie behalten. Der ist trotzdem ein illegaler Waffenbesitzer. Deswegen sagt man im Waffengesetz, Innehabung ist gleich Besitz und das ist auch gut so. Jetzt steht drinnen, Innehabung ist Erwerb. Das heißt, wenn du jetzt diesen Kugelschreiber von mir nehmen würdest, einfach nur angreifst und das wäre eine Waffe, dann hättest du sie erworben. Das heißt, du wärst eigentlich Eigentümer. Was wieder einigen Bestimmungen im hinteren Teil des Waffenrechts widerspricht, weil da steht drinnen, wenn ein Erwerb zum Eigentumsübergang führt, dann ist binnen 3 Tagen jedenfalls unverzüglich zu registrieren. Könnte man sich jetzt überlegen, gibt es jetzt einen Erwerb ohne Eigentumsübertragung? Also kann ich die Waffe verleihen, behalte mir das Eigentum aber zurück und dann muss ich es nicht registrieren. Und da gibt es einige solche Themen im aktuellen, das ist kein Entwurf, das ist ein beschlossenes Gesetz, wo sich Fragen auftun, die ganz schwer zu beantworten sind. Aber was bedeutet das jetzt zukünftig so, wenn jetzt das quasi schon Innehabung, Erwerb wäre? Wie ist das dann
Zum Beispiel, wenn ich jetzt jemanden, der keine Waffenbesitzkarte, meine Waffe zeigen möchte. Das ist ganz, ganz wichtig. Also bitte auf gar keinen Fall irgendwo anders als auf der behördlich genehmigten Schießstätte oder beim Verkaufsgespräch beim Gewerbetreibenden jemandem Waffen herzeigen und geben. Das war vorher schon ein Problem, weil das eine Überlassung ist. Also ich darf auch zu Hause jemandem, der keine Berechtigung hat, keine Waffe geben. Ich darf nicht am Dachboden mit irgendjemandem mit dem Luftdruckgewehr schießen, der minderjährig ist und. Das bitte alles nur auf der behördlich genehmigten Schießstätte. Ja? Okay. Oder im Waffengeschäft im Rahmen eines Verkaufsgesprächs. Okay, verstehe. Das war vorher schon so und das ist jetzt auch so. Diese Innehabungs-Erwerbsgleichsetzung ist deswegen so problematisch und auch wirklich nicht klug, wenn man mich fragt, weil man zum Beispiel jetzt, wenn man in einer Familie mehrere Jagdwaffen hat und ein Jagdrevier irgendwo am Land mit einer Jagdhütte, und einer fährt jetzt dorthin jagen für eine Woche in den Ferien oder wann auch immer, weil er sich Urlaub nimmt, dann muss nach 3 Tagen der die Waffe auf sich registrieren, die er sich ausgeliehen hat. Aber vielleicht haben die eine Waffe fürs Gebirgsjagen und eine fürs Wildschweinjagen mit der Wärmebildtechnik, die andere ist besonders Weitschuss geeignet und besonders leicht. Und das wird wirklich haarig, weil diese Verpflichtung nach 3 Tagen umzuregistrieren problematisch ist. Das Registrieren geht nach wie vor auch selbst oder geht das nur über den Gewerbetreibenden? Geht nur über den Gewerbetreibenden. Also man muss jetzt alle Übertragungen von Waffen, ob Kategorie B oder C, werden in Zukunft nur mehr über den Gewerbetreibenden stattfinden. Ja. Wobei das wieder ganz komisch ist. Es steht im Gesetz drinnen, und das ist der Punkt, den ich zuerst bringen wollte. Ich hoffe, das war deutlich genug. Nur Erwerbe, die zum Eigentumsübergang führen, sind bei Kategorie C beim Gewerbetreibenden zu registrieren. Steht drinnen. Das könnte man so lesen, dass man sagt, ein Erwerb, der nicht zum Eigentumsübergang führt, ist nicht beim Gewerbetreibenden zu registrieren. Das heißt, wenn ich jemandem eine Waffe verleihe, dann muss ich es vielleicht der Behörde melden, aber nicht dem Gewerbetreibenden. Und ob ich dann noch eine Abkühlphase habe, wenn ich die verleihe, steht auch nicht deutlich im Gesetz. Also angenommen, du verleihst mir deine B-Waffe, ich habe eine WWK und habe aber noch nie eine B-Waffe gehabt, hätte theoretisch eine 4 Wochen Abkühlfrist, du verleihst sie mir, ist dann die Frage, ob dann diese Abkühlfrist eintritt oder nicht. Genau. Oder wenn wir, ja richtig, oder machen wir es bei den C-Waffen, also du hast eine C-Bewilligung oder eine Jagdkarte, aber du hast noch keine Waffe. Und du willst dir eine kaufen, dir ist aber die Abkühlfrist zu mühsam und du wirst jetzt schon jagen gehen, dann könnte es sein, dass das Gesetz so auszulegen ist, dass du dir während der Abkühlphase für den Kauf, ohne eine Abkühlphase einhalten zu müssen, eine ausleihen kannst. Das muss man zwar melden, aber man kann es dir gleich geben. Weil die Abkühlphase, die jetzt eine Wartefrist heißt, offensichtlich nur vorgesehen ist für den Erwerb, der mit einem Eigentumsübergang einhergeht und nicht für ein Verleihen zum Beispiel. Ja, so spannend, also da auf jeden Fall auch aufpassen. Und das möchte ich mir jetzt nochmal anschauen, dass das sicher kein Fehler ist. Ja? Ja. Wo haben wir das? Das habe ich jetzt auch reingeschrieben. Als erstmaliger Erwerb gilt jeder mit der Eigentumsübertragung verbundene Erwerb. Ja. Also ihr könnt jedem eine vermieten während der Wartefrist. Was strunzt du? Kann aber noch sein, dass sie das nochmal ändern. Da müssen sie das Gesetz ändern. Gibt es in Bezug auf Erwerb und Überlassung bei Munition etwas, das wir mit dem neuen Waffengesetz beachten müssen? Ja, da gibt es eine ganz gravierende neue Regelung. Man darf die Munition nur mehr mit den gleichen Berechtigungen erwerben wie die Waffen. Also bis jetzt durfte man ja Waffen der Kategorie C ab 18, also die Munition für Waffen der Kategorie C ab 18 frei erwerben. Ja. Und das ist abgeschafft mit dem neuen Gesetz. Man braucht dafür dann eben eine Jagdkarte oder eine Waffenbesitzkarte C oder die Registrierungsbestätigung, die älter als 2 Jahre ist, für C-Waffen. Hat eine praktische große Relevanz. Jetzt das Gute ist, nicht jeder Wahnsinnige mehr für irgendeine illegale Waffe Munition der Kategorie C kaufen. Das ist gut. Die Jäger werden spüren, wenn sie bei einer Niederwildjagd zum Beispiel stehen und keine Schrotpatronen mehr haben, weil sie so erfolgreich geschossen haben, und bei Niederwildjagden wird ja zum Teil sehr viel geschossen, dann kann er nicht einfach sich von wem anderen schnell ein paar Schrotpatronen nehmen, weil der andere muss, bevor er ihm
die Schrotpatronen gibt, die Dokumente kontrollieren. Sonst macht er sich strafbar. Verstehe. Ja, also auch das Überlassen von Munition Überlassen von Munition ist ab Inkrafttreten der neuen Regelungen kritisch. Da muss ich auch von Privat an Privat sicherstellen, dass der erwerbsberechtigt ist. Ja, auf jeden Fall wichtig zu beachten auch. Wenn euch Munition ausborgt, muss das überprüft werden oder wenn ihr sie verborgt. Gibt es bei der Munition auch etwas, das den Erwerb voraussetzt in Bezug auf die Waffen, die man besitzt? Jein, also man muss berechtigt sein, in Zukunft Waffen für diese Munition zu besitzen. Das ist die Frage, was heißt das Wort entsprechende Waffen? Aber das Entsprechende bezieht sich nach allen Gesprächen, die ich geführt habe und auch so, wenn man das Gesetz liest, nicht darauf, dass ich wirklich diese Waffe im Eigentum haben muss, sondern ich habe eine Pistole Kaliber 9 mm, dann darf ich nicht nur mal 9 mm kaufen, sondern ich darf Munition kaufen für alle Kategorie B-Waffen. Also entsprechend der Kategorie ist das. Der Kategorie entsprechend, ja. Okay, also nicht auf die Waffe eingeschränkt und das Kaliber, okay. Das ist aber meine Rechtsmeinung, also wer weiß, was dann die Praxis daraus macht. Ja. Gibt es grundsätzlich auch Verschärfungen in Bezug auf das Überlassen von Waffen und Munition? Angenommen, es würde im Zuge des neuen Gesetzes da zu einer Gesetzesüberschreitung kommen. Gibt es da gröbere Konsequenzen, mit denen man rechnen muss? Ja, das ist jedenfalls also wir haben ja diese 3-Tagesfrist, also jede Überlassung ist binnen 3 Tagen zu melden. Man muss sich auch, wenn es kürzer als 3 Tage ist, muss man die Daten aufschreiben, damit die Behörde das nachvollziehen kann. Nach 3 Tagen muss ich es auf mich registrieren lassen, wenn ich es mir ausgeliehen habe oder was auch immer. Wenn ich das nicht mache, gibt es eine Verwaltungsübertretung. Es ist auch dann eine spannende Frage, ob das nicht auch gerichtlich strafbar wird bei Waffen der Kategorie B, weil dann bin ich ja eigentlich ein unbefugter Besitzer und bei Kategorie B bin ich ja bei allem, was bei C Verwaltungsübertretung ist, bin ich bei B und A ja vom Strafgericht und habe eine gerichtlich strafbare Tat. Und im Zuge dessen wahrscheinlich auch ein Waffenverbot. Ja, Waffenverbot nicht unbedingt, weil Waffenverbot habe ich, wenn Tatsachen die Annahme rechtfertigen, dass ich gefährlich bin, aber wahrscheinlich den Entzug der Verlässlichkeit und damit sind die Waffen eingezogen. Aber ein Waffenverbot geht noch viel weitreichender, das unterschätzen die Leute auch oft. Die wehren sich zum Teil gar nicht gegen eine Waffe, also ist mir wurscht, ich brauche keine Waffen mehr. Aber die haben dann zum Teil Berufsverbote, wenn die bei irgendwelchen Hochrisikobereichen in der Gegend vom Flughafen arbeiten oder was anderes in einer Softwarefirma sind und die Software schreibt dann auf einmal Software für ein kritisches Ministerium, dann kann es sein, dass der, weil er ein Waffenverbot hat, seinen Job verliert. Also, und da muss man wirklich aufpassen. Also ein unbegründetes Waffenverbot einfach stehen lassen, weil der Aufwand ist mir egal und ich brauche es ja nicht, ist ein grober Fehler. Gibt es nach dem neuen Waffengesetz auch andere Gegenstände, die jetzt als Waffen gelten? Ja, und das ist besonders verunglückt, glaube ich. Wir haben jetzt in § 2 Absatz 4 drinstehen, ein Gegenstand gilt über dieser Schusswaffe, wenn er zum Verschießen von Schrot, einer Kugel oder eines anderen Geschosses mittels Treibladung umbaubar ist. Ein Gegenstand ist umbaubar, wenn er das Aussehen einer Schusswaffe hat und sich aufgrund seiner Bauweise oder des Materials, aus dem er hergestellt ist, zu einem Umbau eignet. Das heißt, wenn der das Aussehen einer Schlagbohrmaschine hat oder eines Haartrockners, dann nicht. Und das ist ein absurdes Kriterium, das hatten wir schon in den ersten Entwürfen zur EU-Feuerwaffenrichtlinie 2016. Da wollten sie alle Halbautomaten verbieten und alle Kriegswaffen und alles, was aussieht wie eine Kriegswaffe. Den haben wir dann aber klarstellen können, also klar machen können bei einem Hearing in Brüssel. Und viele Bürgerrechtler haben das auch denen vermittelt. Aufs Aussehen kann es nicht ankommen. Weil es gibt ja sogar die Bestimmung im Waffengesetz, dass Gegenstände die Waffen sind, aber nicht ausschauen wie Waffen verboten sind, weil das Aussehen eben egal ist. Und ob das jetzt aussieht wie ein Mixer, eine Schlagbohrmaschine, ein Haartrockner oder nicht, das kann es nicht sein. Also das ist eine eigenartige Bestimmung. Da denke ich einmal an die Kaliber 4 Signalpistole, die derzeit keine Waffe ist, weil sie überhaupt nicht zu einem waffentypischen Zweck gebaut ist, dem Wesen nicht dazu bestimmt, als Waffe eingesetzt zu werden. Die Segler und andere Leute auf ihren Booten haben und auch brauchen, um Hilfe zu holen. Ja? Und die, wenn man das jetzt genau liest, gilt womöglich mit dem Inkrafttreten des neuen Waffengesetzes als Faustfeuerwaffe. Weil es gilt dann wohl als Schusswaffe, weil es schaut irgendwie aus wie eine Pistole. Man kann es umbauen
Und dann kann man damit Geschosse verschießen. Man verschießt ja eigentlich schon Geschosse damit, weil dieses Leuchtding ist ja ein Geschoss, das ist ja ein fester Gegenstand, der irgendwie abbrennt. Und wenn man die Definition von Faustfeuerwaffen sich dann anschaut, also Schusswaffe ist es, und Faustfeuerwaffen sind Schusswaffen, bei denen die Geschosse durch Verbrennung eines Treibmittels in Antrieb erhalten, das ist es dann auch, und die höchstens 60 cm groß sind. Das heißt, die Signalpistole Kaliber 4 wird mit dem Inkrafttreten des Gesetzes nach meiner Rechtsansicht zur Schusswaffe der Kategorie B, Faustfeuerwaffe. Und wenn ich die haben will, brauche ich eine Waffenbesitzkarte, und wenn ich die führen will, brauche ich einen Waffenpass. Da werden die Segler und sonstigen Bootsfahrer, Motorbootbesitzer sich dann überlegen, ob sie für Österreich einen Waffenpass brauchen, der vielleicht eingeschränkt ist auf die Signalwaffe, und wie sie die dann verwahren müssen. Ja. Weil die ist ja dann genauso geregelt wie ein 44 Magnum Revolver. Und ob das irgendeinen Sinn macht, wage ich zu bezweifeln. Das ist auch interessant im Hinblick auf robust gebaute Gaspistolen und robust gebaute Übungswaffen. So etwas gibt es ja von diversen Pistolenherstellern, dass man gleich große, gleich schwere Übungswaffen baut, die aber eben gerade nicht schießen können. Eine rote Glock. Genau, die rote Glock, weil sie keinen Lauf haben und so weiter. Und die sind vielleicht umbaubar. Und die sind dann auch allein schon, weil sie umbaubar sind, Schusswaffen. Steht, er gilt überdies als Schusswaffe, wenn er entsprechend umbaubar ist. Das heißt, die gilt jetzt schon als Schusswaffe nach dem Inkrafttreten, ob ich sie umbaue oder nicht, nur weil ich sie vielleicht umbauen kann. Und wenn das dann unter 60 cm oder höchstens 60 cm Länge ist, dann sind wir im Bereich der Faustfeuerwaffen. Und das, glaube ich, ist keine kluge Regelung. Ja, ist dann sicher spannend, was dann in den einzelnen Fällen dann passieren wird. Ja, vor allem es gibt hierfür keine Übergangsbestimmungen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Signalpistole auf meinem Segelboot habe und die tatsächlich eigentlich mit dem Inkrafttreten als Faustfeuerwaffe gilt, dann habe ich gar keine Möglichkeit, nach dem neuen Gesetz die zu melden und zu sagen, ich möchte jetzt die Bewilligung dafür haben, weil das sieht das Gesetz einfach nicht vor. Das tritt dann in Kraft und dann ist es so. Und dann ist das eine Faustfeuerwaffe, für die ich keine Bewilligung habe, und dann stehe ich vor der Strafrichterin, weil ich seit 25 Jahren eine Signalpistole habe auf meinem Segelboot. Und das hat sich, glaube ich hoffe, das hat sich keiner so überlegt, oder ich habe einen Denkfehler drin, das wäre mir das Liebste, weil das tut ja niemandem weh, wenn ich mich irre. Aber es sieht schon so aus, als wäre das richtig ausgelegt. Auf jeden Fall da auch einmal aufpassen, und für all diejenigen, die das Ganze nicht so haben wollen, gibt es ja auch Signalstifte. Ja, wenn die was bringen. Ja, ist die Frage. Ne? Aber auf jeden Fall interessant. Ja. Haben wir ansonsten noch weitere Verschärfungen oder Änderungen im Waffengesetz nach den ganzen Punkten, die wir jetzt besprochen haben? Wir haben eine völlig unsachliche Verschlechterung für die Sportschützen. Das gibt es nur in Österreich. Ja. Die Vorderschaft-Repetierflinte, landläufig als Pumpgun bezeichnet, gilt in Österreich, weil ein paar Verbrechen damit passiert sind, als ganz besonders böse. Auf der ganzen Welt ist die Kategorie C oder B. Also in Deutschland, in Italien, rund um Österreich ist die Kategorie B oder C, je nach Lauflänge und Konfiguration, und waffenrechtlich überhaupt kein Problem, weil die nicht böser ist als andere Waffen. In Österreich ist die grundsätzlich verboten worden in den 90er Jahren nach einer Verbrechensserie. Und es ist trotzdem gelungen, in den letzten Jahren für Leistungssportschützen, für international anerkannte Skisportdisziplinen, die es in ganz Europa gibt, wo laufend Bewerbe veranstaltet werden, in Deutschland, in Italien, wo auch immer, Ausnahmegenehmigungen zu bekommen in Österreich. Und jetzt hat jemand in das Gesetz hineingeschrieben, dass für die Vorderschaft-Repetierflinte mit dem Grund der Ausübung des Skisports keine Ausnahmegenehmigungen mehr erteilt werden dürfen. Und das ergibt überhaupt keinen Sinn. Das ist kein Sicherheitsgewinn, das ist nicht verbrechensrelevant, das behindert nur den Skisport. Okay, also keine Pumpguns für Sportschützen in Zukunft. Nein, weil aus irgendeinem Grund jemand glaubt, dass Sportschützendisziplinen, wo die Vorderschaft-Repetierflinte vorkommt, die ein langsames System ist im Vergleich zur halbautomatischen Flinte, die legal ist, dass das besonders böse ist. Aber es kann mir niemand erklären, warum. In der EU-Feuerwaffenrichtlinie ist die Vorderschaft-Repetierflinte Kategorie C oder B in Deutschland, in Italien, überall. Nur in Österreich muss das verboten werden, weil sich irgendjemand einbildet. Anders kann man es nicht erklären. Ja, schade.
Und ansonsten? Eine positive Nachricht zum Schluss vielleicht oder zwei positive Nachrichten. Es gab immer wieder Stress, wenn jemand verstorben ist, der Waffen besessen hat. Dann haben die Erben ja alles andere zu tun, als sich Sorgen darüber zu machen, wie komme ich jetzt an die legalen Genehmigungen heran, um die Waffen zu übernehmen. Da war die Frist bis jetzt von 6 Monaten für den Antrag kurz. Das hat man erkannt, das ist sehr zu loben. Da hat man jetzt eine 12-Monatsfrist, das heißt, die Erben haben weniger Stress und können auch nach 7, 8, 9, 10 Monaten beantragen, das ist gut. Und dann gibt es noch eine positive Regelung im Zusammenhang mit den Jagdkursen. Es ist ja jetzt, nachdem Innehabung mit Erwerb gleichgesetzt ist und man Waffen eigentlich viel schwerer auch nur in die Hand nehmen darf, waren die Jagdkurse bedroht, weil viele Jagdkurse am Land werden ja gehalten in Gasthöfen, in den Veranstaltungssälen von den Gasthöfen. Und da ist jetzt ausdrücklich geregelt, dass das Überlasten und das Ausbilden an echten Waffen dort zulässig ist, wenn das in einem Rahmen eines Jagdkurses stattfindet, den ein Landesjagdverband veranstaltet und wenn dort keine Schüsse abgegeben werden. Das ist nur vernünftig und zu begrüßen und sehr in Ordnung. Alles klar. Abschließende Frage noch hier. Kann sich noch irgendetwas ändern? Nachdem wir jetzt diese ganzen Punkte durchgegangen sind, kann sich von heute auf morgen das Ganze ändern und vielleicht anders ausgelegt werden in Zukunft? Also von heute auf morgen geht es in der Demokratie nicht, aber was natürlich schon geht, das kann der Gesetzgeber, also das Parlament, jedes Gesetz natürlich relativ rasch ändern. Wir kennen es von der Immobilienertragssteuer, die ist über Nacht gekommen, 2012. Es gibt andere Gesetze, die sehr schnell gekommen sind. Natürlich kann ein Beschluss des Nationalrats das Gesetz komplett ändern. In der politischen Realität braucht man dafür halt die Mehrheiten im Parlament. Das heißt, wenn die Regierung das machen soll, braucht man zumindest ÖVP, SPÖ, NEOS oder ÖVP und FPÖ, wenn es ein Koalitionsbruch sein soll. Sonst ändert sich an dem nichts mehr. Aber wenn man erkennt, dass da gewisse Dinge einfach überschießend oder falsch sind oder widersprüchlich oder letztendlich auch völlig sinnlos und einfach nur, was halt immer, wenn man was sehr, sehr schnell macht, gehen ein paar Sachen schief, das ist eigentlich nichts Neues, dann könnte der Gesetzgeber natürlich, wenn man die Mehrheiten hat, einzeln oder gesamt das Gesetz ändern. Und nachdem das noch sehr lang dauert, bis das meiste in Kraft tritt, also wir haben ja bis zum 1. November, wenn es der 1. November tatsächlich wird, das wissen wir auch noch nicht genau, den Informationsaustausch mit den Behörden und Ministerien, wie er früher war, wiederhergestellt, sogar etwas verbessert, glaube ich. Und die Wartefrist, Abkühlphase wird Wartefrist genannt und dauert jetzt 4 Wochen. Das kommt ganz schnell. Alles andere kommt erst in einem halben Jahr oder ein paar Monaten oder länger. Und in der Zeit kann es neue Gesetzesbeschlüsse geben, die das wieder ändern. Und natürlich auch danach. Es gibt ja immer Novellen zum Waffengesetz. Und ich kann nur hoffen, dass einige von den Dingen, die wir heute auch besprochen haben, die einfach keinen Sicherheitsgewinn bringen und nur alle belasten, die Behörden, die Polizei, die Waffenbesitzer, den Skisport und die Jagd, dass die so gebügelt werden, dass sie wirklich vernünftig sind. Jeder will ein vernünftiges Waffengesetz, aber nur weil einer Waffen besitzt, ist noch lange kein Grund, den zu schikanieren. Und es gibt auch für manche Ausnahmen vielleicht keinen Grund, das muss man sich halt alles überlegen. Ja. Also es ist noch nicht 100% in Stein gemeißelt. Gibt es da die Möglichkeit, als Gesetzesbürger so einen Anstoß zu bringen und sagen, hey, das würde Sinn machen? Das machen wir ja gerade. Vielleicht schaut sich ja jemand unser Video an und wir haben ja versucht zu erklären, was gut ist und was vielleicht nicht so überlegt ist. Vielleicht gibt es noch Interessensvertretungen wie die Wirtschaftskammer, die Jagd Österreich, die Jagdverbände, die Sportschützenorganisationen, wer auch immer, die einfach sagen, Freunde, da sind ein paar gute Sachen drin, ein paar waren ganz bitter notwendig, das Herstellen des Datenaustausches zum Beispiel und, alles fein. Aber warum man jetzt eine Skisportdisziplin einfach abschafft, die überhaupt nicht verbrechensrelevant ist, die Vorderschaftrepetierflinten, die in ganz Europa legal sind, oder warum die Jäger jetzt, wenn sie unter 25 sind, ab 21 nachweisen müssen, dass sie eine B-Waffe für die Jagd brauchen, das aber ab 25 nicht mehr nachweisen müssen. Solche Dinge machen einfach überhaupt keinen Sinn. Und da haben wir einige drin. Und es wäre schön, wenn der Gesetzgeber noch einmal in sich geht, dass noch einmal durchdacht wird und dann vielleicht noch einfach ein Feinschliff passiert, bevor das wirklich in Kraft tritt. Auch die Sache mit der Signalpistole. Also dass die Signalpistole jetzt, so wie ich das lese, und ich hoffe, ich irre mich,
Ich bin aber schon lange im Geschäft, seit über 20 Jahren Rechtsanwalt und im Waffenrecht ganz gut. Wenn man mich fragt, ist mit dem Inkrafttreten dieser Novelle die Signalpistole, wenn man die Schlüsse richtig zieht, eine Faustfeuerwaffe, für die es keine Übergangsbestimmungen gibt. Und das kann doch nicht beabsichtigt gewesen sein. Also das muss man auch korrigieren. Sonst hat man ein Sicherheitsminus für Segler und Yachtbesitzer und, ohne dass mir bekannt wäre, dass wir irgendeine Verbrechensrelevanz von umgebauten Signalpistolen hätten. So, ihr habt das Video jetzt bis zum Schluss angesehen und könnt jetzt für euch selber entscheiden, was von diesen Punkten für euch relevant ist und was davon für euch Sinn macht und was nicht. Und wenn ihr euch da auch einbringen wollt in diese ganze Gesetzesthematik, dann gibt es da auf jeden Fall auch noch eine Möglichkeit. Und Raul, du weißt da sicher mehr darüber, wie man sich jetzt als gesetzestreuer Bürger für seine Rechte einsetzen kann. Es ist eigentlich ganz einfach. Es ist nach einer Novelle ist immer vor der nächsten Novelle. Und wenn es jetzt eine Novelle gibt, die noch nicht in Kraft getreten ist, haben wir halt diese Sondersituation, aber wir stehen eigentlich schon vor der nächsten Novelle und wir haben intensiv diesen neuen Gesetzestext durchgearbeitet. Wir haben einiges gefunden, was gut ist, viel gefunden, was überhaupt keinen Sinn macht und was eine Verschlechterung ist oder auch widersprüchlich ist und zu viel Aufwand bei den Behörden führt. Und ich kann nur alle aufrufen, schaut euch das gründlich an. Schaut, ob ihr da betroffen seid, ob das sinnvoll ist, ob das verfassungswidrig ist, ob es offenbar unbeabsichtigte Dinge drin zu finden sind und dann meldet euch bei den Interessensvertretungen, wenn ihr Händler seid, bei der Wirtschaftskammer, Jäger beim Jagdverband oder bei der Jagd Österreich, Sportschützen bei den Vereinigungen wie beim ISB oder ASF, wer auch immer für euch zuständig ist und zeigt diese Schwachstellen und Probleme auf, damit die dann auch ans BMI und an den Gesetzgeber weitergeleitet werden in einer vernünftigen, konkreten Form, weil die haben sicher auch kein Interesse daran, dass Dinge im Gesetz bleiben, die entweder keinen Sinn machen oder jemanden benachteiligen und das wäre nicht gerechtfertigt. Auf jeden Fall. Gut, Leute, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, das Video war nicht allzu lang und hat nicht die gesamten Rahmen gesprengt, aber ich war auf jeden Fall super happy, dass wir das hier mit dir machen durften, Raul. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne, danke euch für den Einsatz. Und ja, schaut einfach rein und so wie Raul vorher gesagt hat, meldet euch bei den Zuständigen, die für euren Bereich da eben die richtigen Verbände sind, Vereinigungen etc. Und dann gibt es da vielleicht auch noch die Möglichkeit, eben vor dieser Novelle eine neue Novelle loszutreten, die das Ganze dann nochmal etwas glättet. Danke fürs Zusehen, Leute, und bis zum nächsten Mal. Alles Gute.